Servus liebe Leute, ich stehe hier in meinem kleinen Kämmerlein und in diesem Video soll es um Folgendes gehen. Das ist das Canyon Commuter 7.0 aus 2021. Ich möchte in diesem Video auf folgende Fragen eingehen. Warum habe ich mir das Teil angeschafft? Was gibt es beim Kauf bzw. beim Commuter generell zu beachten? Wie fährt sich das Teil überhaupt? Und was hat mir in den Monaten, wo ich es jetzt genutzt habe, vielleicht nicht so gut gefallen? Bevor es losgeht, habt ihr jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, diesem Video jetzt schon mal ein Like zu geben bzw. meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde es machen. Bis gleich. Los geht's! Canyon beschreibt das Commuter als voll ausgestattetes Pendlerfahrrad und zuverlässiges Citybike mit elegantem Design und innovativer Technologie. Interessant dabei ist auch, dass der Aluminiumrahmen mit einer Gabel aus Carbon kombiniert wurde, wahrscheinlich um das ein oder andere Gramm einzusparen. Zudem stellt Canyon das Commuter auf 27,5 Zoll große Laufräder, also 650B. Das trifft aber nicht auf die XL-Variante zu, die kommt nämlich mit 28 Zoll großen Laufrädern. Wenn ihr euch nicht sicher seid zwischen L und der Rahmengröße XL, dann auf jeden Fall das mit im Hinterkopf behalten. Ausgestattet ist das Canyon Commuter 7.0, so wie es hier steht, unter anderem mit einer 11-Gang Shimano Alpine Nabenschaltung, welche wiederum über einen Riemen der Firma Gates angetrieben wird. Einer Shimano Scheibenbremse MT200 mit dazu passenden RT10 Scheiben mit 160 mm Durchmesser, Laufrädern von Alex Rims mit Reifen von Schwalbe Modell G1 Allround mit 40 mm Breite, stabilen Schutzblechen von Wingy, die, Achtung, komplett aus stabilem Metall bestehen, einem Gepäckträger von Ragtime mit integrierter QL 3.1 Aufnahme und einer Lichtanlage in Form der Supernova E3 Pure und einem vollständig integrierten Supernova E3 Taillight. Dazu gibt es eine Klingel von Nock und Pedale von VP Components. Lenker-Vorbaukombination, Sattel sowie Sattelstütze kommen von Canyon selbst. Zuerst einmal muss ich sagen, dass es einen ganz speziellen Grund gab, warum ich mir dieses Fahrrad gekauft habe. Und dieser Grund, der sieht so aus. Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist das neue Fahrrad von Elli, und zwar ist das Canyon Commuter 6.0 WMN, also die Frauenvariante mit einem Trapezrahmen anstatt eines Diamantrahmen. Ellis altes Stadtrad hat Anfang des Jahres nämlich einen Totalschaden in Form eines Rahmenbruchs erlitten, also musste Ersatz her. Und bei ihrer Recherche ist sie auf das Canyon 6.0 WMN aufmerksam geworden. Und als ich Elli dann ein bisschen zu den Komponenten des Fahrrads beraten sollte, ist mir eben dieses 7.0 in dieser gelben Farbvariante ins Auge gefallen und es hat es mir einfach ein bisschen angetan. Und jetzt kommt noch der Clou: Während Elli das 6.0 relativ zeitnah bestellt hat, war das gar nicht lieferbar. Man konnte das gar nicht bestellen, also hatte ich mit dem Gedanken eigentlich fast schon wieder abgeschlossen. Doch ein paar Tage später habe ich mir die Spezifikationen auf der Canyon Website nochmal angeguckt, habe irgendwann, warum auch immer, die Seite aktualisiert über F5 und plötzlich war Rahmengröße L ein Exemplar bestellbar und was soll ich sagen? Ich habe dann einfach zugeschlagen. Und jetzt kommt noch der wirklich wahre Knüller: Obwohl Elli ihr 6.0 1 bis 2 Wochen vorher bestellt hatte, war das schneller lieferbar und im Endeffekt sogar 3 Tage früher bei uns zu Hause. Verrückt, was für ein Glück. Beide Commuter kamen letztlich in diesen gewohnten, aber auch irgendwie unspektakulären Bikekartons bei uns an, meint sogar 3 Tage früher. Und dann ging es natürlich direkt ab zum Aufbau. Bei meinem Commuter muss ich leider sagen, da war nicht so alles 100% top verpackt. Zum einen war die vordere Achse nicht richtig geschützt. Normalerweise ist die fest mit dem Kartonteil eingespannt. Das war bei mir leider nicht der Fall. Und der Bremssattel war weder geschützt noch war irgendeine Sicherung drin. Im Worst Case hätten also da die Bremsbeläge zusammengedrückt werden können und das wäre einfach nicht so cool gewesen.
Man muss aber auch sagen, dass Ellis Fahrrad im Gegensatz dazu wirklich vorbildlichst eingepackt war, also da gab es keinen Grund zu meckern. Ansonsten packt Canyon immer solche Goodiebags beim Commuter dazu, da ist zum Beispiel eine Kurzanleitung drin und Reflektoren. Und wie von Canyon gewohnt gibt es immer Standardwerkzeug, zum Beispiel in Form von so einem Drehmomentschlüssel. Der ist ganz einfach gemacht aus Kunststoff, aber der hilft euch dabei, die ersten Schrauben mit dem richtigen Drehmoment festzuziehen. Und ich habe es vorhin erwähnt, das Commuter kommt standardmäßig mit Pedalen, also packt Canyon zu jedem Commuter noch das hier, einen 15er Pedalschlüssel. Wir haben mittlerweile 3 Stück oder so davon, aber hey, für die es nicht haben, ist das doch eine ganz coole Geste. Und eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen muss, weil die hat mich echt überrascht. Die 11-Gang-Schaltung am 7.0, die 8-Gang-Schaltung am 6.0, insgesamt alle 4 Bremsen waren wirklich aus dem Karton heraus tadellos eingestellt. Das hat mich echt überrascht, denn normalerweise kennt man das von einem Versenderbike, die werden auseinandergebaut, in den Karton gepackt, die lagern irgendwo, die kommen mit dem Paketdienst, werden die irgendwo durchgerödelt und packt man die aus und meistens muss man irgendwas machen, aber hier Hut ab, zusammengebaut, es hat alles gepasst und das hat dazu geführt, dass man echt tatsächlich direkt losfahren konnte. Also Hut ab. Was zuerst auffällt, ist, dass das Commuter extrem flach von der Rahmengeometrie konzipiert ist. Das heißt, das Fahrrad sieht in der Rahmengröße L neben mir mit einer Körpergröße von 1,86 immer aus wie ein Kinderfahrrad. In Verbindung mit den kleinen Laufrädern, also 27,5 Zoll, dachte ich zuerst, oh Mann, das ist mir vielleicht doch zu klein und es wird einfach unruhig beim Fahren. Ich muss dann aber sagen, nach der ersten Testfahrt habe ich schon gemerkt, ist es gar nicht, war unbegründet und ich war echt positiv überrascht. Ich sitze wirklich sehr gut auf dem Fahrrad und es ist so eine Mischung aus bequem und sportlich, würde ich sagen. Und was ich sagen muss, es hat eine gute Spurtreue, es fährt sich also nicht unruhig, ich würde eher sagen, es hat eine sehr hohe Agilität. Was den Riemenantrieb von Gates angeht, da hatte ich auch ein paar Bedenken, wo ich es aufgebaut habe. Ich habe da ein bisschen an dem Rücktritt rumgefummelt und dachte so, das läuft aber rau und es ist schon hoher Widerstand, auch wenn man es zurückrollt. Aber auch die Angst war letztlich unbegründet. Schon auf der ersten Testfahrt habe ich gemerkt, das Fahrrad, das ist antriebsstark, mit der leichten Konstruktion Alu, Carbon, es ist wirklich spurtet los und ich habe noch nie auf so einem Rad gesessen von meinen eigenen Rädern, wo man einfach so schnell einfach mal in der Stadt abziehen kann. Gefällt mir wirklich sehr gut letzten Endes. Und was ich auch sagen muss, der Antrieb ist wirklich flüsterleise. Ich dachte bei meinen bisherigen Stadträdern, die mit Kette laufen, die sind schon so leise, leiser brauche ich ja eigentlich gar nicht, aber das Ding toppt nochmal alles. Wenn man wirklich auch ein bisschen sportlicher fährt, dann hört man da nichts mehr, außer das sonore Summen der Reifen und wenn man wirklich noch ein bisschen schneller fährt und man hat so ein leichtes Summen auf den Laufrädern, dann klingt es fast so, als wäre man mit einem E-Bike unterwegs, weil man sonst nichts weiter hört von dem Rad. Also das ist schon ein bisschen sexy, muss ich sagen. Und gut, dass eine Klingel dran ist, weil mit dem Teil hört dich keiner mehr. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie sich das Commuter tatsächlich im Alltag in der Praxis fahren lässt, dann würde ich euch nochmal empfehlen, unten ein Abo für diesen Kanal dazulassen, denn nächste Woche werde ich ein Video hochladen, wie ich mit diesem Canyon Commuter einfach mal querfeldein fahren werde. Das heißt, ihr kriegt mehr Infos zum Bike, ich habe ein Abo mehr. Das ist doch ein Win-Win, mit dem jeder leben kann, oder? Womit ich mich gar nicht anfreunden konnte, das war der Standardsattel, der beim Commuter mit dabei war. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn die Sättel, die mit den Fahrrädern dazukommen, die sind meistens oder eigentlich immer nie der Hit. Im Netz bin ich dann auf den günstigsten Ergon-Sattel gestoßen, den man kriegen kann, und das ist der SFC 30. Ich habe den jetzt seit 4 Monaten drauf und ich kann nur sagen und muss ein bisschen Werbung machen, das Ding ist einfach saubequem, macht echt Spaß. Klare Kaufempfehlung von mir. Außerdem habe ich an beiden Rädern, an Elli ihrem und an meinem natürlich noch einen Fahrradständer installiert. Das hätte eigentlich ab Werk schon dabei sein können, war es aber leider nicht. Zum Glück kommt das Commuter mit einer standardmäßigen KSA 40 Aufnahme, das heißt dadurch habt ihr eine große Auswahl und wenn ihr dann einen Fahrradständer gefunden habt, dann sieht das auch noch sauber und sehr, sehr unauffällig montiert aus. Weiterhin habe ich ein Fallschloss samt Halterung, Taschen für den Arbeitsweg, eine Handyhalterung und einen Flaschenhalter für längere Ausflüge installiert. Und ich hatte ja anfangs erwähnt, dass das Commuter an sich flüsterleise ist, aber mit dem verbauten Zubehör ist es das nicht mehr unbedingt.
Beim Ein- und Ausklappen des Ständers herrscht ordentlich Spannung, sodass sich das Einrasten auf den gesamten Rahmen überträgt. Und das ist schon ziemlich nervig und auffällig, aber man kann damit leben. Bei Kopfsteinpflaster oder ähnlichem meldet sich dann aber noch die Halterung vom Schloss zu Wort. Und das ist super nervig, weil das klingt so, als würde jeden Moment irgendein Teil vom Fahrrad abfallen. Und jetzt kommt noch was, denn bei der Beladung der Ortlieb-Taschen mit dem Original QL 3.1 Aufnahmesystem passiert Folgendes. Und das treibt einen in den Wahnsinn. Wenn ihr dieses Problem kennt mit diesen Taschen und ihr wisst, wie man es beheben kann, wie man diese Taschen zum Schweigen bringt, dann schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ansonsten muss ich mich tatsächlich mal an Ortlieb wenden. Und während ihr jetzt fleißig in die Kommentare schreibt, oder auch nicht, poste ich euch einmal Namen und Links der verbauten Produkte in die Videobeschreibung. Vorteil für euch, ihr landet direkt auf der Bestellseite des jeweiligen Produktes und wenn ihr das Produkt dann auch noch über diese Links bestellt, kriege ich eine kleine Gewinnbeteiligung und auch das ist doch eine Win-Win-Situation, mit der man sich gegenseitig aushelfen kann, oder? Eine Sache, die mir speziell nach den ersten Ausfahrten noch auffiel, betrifft die Kabelführung. Ihr solltet auf jeden Fall die Leitung zum Nabendynamo im Auge behalten. Die hat das Potenzial, aus dem Rahmen gezogen zu werden und im dümmsten Fall in den Speichen zu landen. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die Züge nirgendwo am Rahmen scheuern. Das war bei mir mit der Bremsleitung der Fall. Hier habe ich dann einfach einen Zugverbinder benutzt, wodurch die Bremsleitung mehr Spannung erhielt und letzten Endes am vorgesehenen Schutzaufkleber auch wirklich wieder auflag. Also vorher am besten mal checken, bevor man sich da den Lack irgendwie zerkratzt. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zum Fazit. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was kann man über das Canyon Commuter 7.0 sagen? Bei den Pro-Punkten, da muss man ganz klar sagen, es ist leicht, agil und dadurch lässt es sich wirklich schnell bewegen. Außerdem hat es eine relativ cleane Optik, also es sieht schon sehr schön aus, aber es gibt wenig Einzelteile. Das heißt, ich habe einfach die Hoffnung auf Dauer, dass es auch leicht zu warten ist. Und was in diesem Punkt ja auch mit reinzählt, ist der Gates Riemenantrieb, der in der Theorie über 20.000 Kilometer halten soll. Das ist eine Menge und man muss sich keine Sorgen drum machen, das Ding zu schmieren, zu entfetten, zu säubern und dann wieder neu zu fetten, was auch immer, fällt alles weg, ist also einfach eine saubere Sache. Und noch ein Punkt von der Pro-Liste, denn wie gesagt, da war ich ein bisschen überrascht. Die Schutzbleche sind nicht aus wabbeligem Kunststoff, sondern aus stabilem Metall. Leider gibt es aber auch Kontrapunkte. Punkt Nummer 1 betrifft den Gepäckträger. Man muss es vorher wissen, manche interessiert es vielleicht weniger, aber man kriegt da nur Taschen mit dem QL 3.1 System dran. Das heißt, man ist auf die Taschen von Ortlieb angewiesen und das ist ein Punkt, der ist weniger schön. Da hätte ich mir ja gewünscht, dass die Haltenasen an dem Gepäckträger zum Schrauben sind. Das hat zum Beispiel Ortlieb mit einer eigenen Entwicklung gemacht. Das wäre hier, glaube ich, einfach die bessere Lösung gewesen. Punkt Nummer 2 von meiner Liste, und da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, das betrifft die Lackqualität. Überall da, wo Alu ist, da ist der Lack okay, wobei ich jetzt nicht das größte Vertrauen in die Qualität, in die Festigkeit und in die Dicke des Lacks habe. Wo man aber ganz klar sagen muss, dass der Lack nicht einwandfrei ist, das betrifft den Bereich von der Lackierung an der Gabel. Speziell hier mit der gelben Lackierung, man sieht es im Kunstlicht nicht, aber man kann es bei Tageslicht sehr gut erkennen. Ich habe in diesem Bereich und in diesem Bereich habe ich einfach zwei sehr lichte Stellen. Man sieht da schon leicht die Grundierung durchschimmern. Also der Lack ist sehr ungleichmäßig aufgetragen und ich glaube nicht, dass das wirklich komplett für die Ewigkeit gemacht ist. Was meine These leider ein bisschen untermauert, das sind die Bewertungen auf der Canyon-Website. Da kann man nämlich seine Bewertung und Bilder hochladen. Und da sind ein, zwei Bilder von Käufern dabei, die haben mich ein bisschen aufschrecken lassen. Denn wenn man mal ein Problem mit dem Lack hat, dann zerkratzt der im Worst Case nicht, sondern der platzt direkt ab. Und das ist ziemlich unschön. Das soll jedem vorher bewusst sein. Also, jetzt nochmal komplett zusammengefasst. Mit dem Commuter bietet Canyon ein schickes, kleines Stadtrad an, welches auch für Tagestouren gut funktioniert. Die verbaute Technik, die ist größtenteils einfach, aber auch nicht billig.
Dadurch erhält man ein Rad, welches langfristig zuverlässig und idealerweise wartungsarm bleiben sollte. Wer keine Taschen an seinem Fahrrad möchte bzw. sowieso neue braucht, der kommt mit dem proprietären Haltesystem sehr gut klar. Alle anderen schauen leider blöd in die Röhre. Und zu guter Letzt kann die Lackqualität, vor allem im Bereich der Carbonkabel, hier in der gelben Farbvariante nicht überzeugen. Setzt man das jetzt alles ins Verhältnis zu einer UVP von 1.699 €, dann muss ich leider sagen, kann ich nur eine eingeschränkte Kaufempfehlung abgeben. Denn wenn man mal überlegt, für 1.000 €, also für 700 € weniger, bekommt man eigentlich schon ganz gute Trekkingräder, die im besten Falle sogar ein größeres Einsatzgebiet haben. Aber es ist wie immer, es ist Geschmackssache, es ist ein bisschen Style, den man hier mitkauft und das muss letzten Endes jeder für sich selbst entscheiden. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video jetzt einen kleinen Ratgeber über das Canyon Commuter an die Hand gegeben. Wenn ihr also jetzt überlegt, das Rad zu kaufen oder wenn ihr es vielleicht schon erworben habt und eure Erfahrungen teilen wollt oder wenn ihr Fragen habt, dann wie immer, schreibt es unten in die Kommentare. Ich antworte gerne. Auch nochmal der kleine Hinweis darauf, unten den Abonnieren-Button zu drücken, denn wie gesagt, nächste Woche werde ich ein Video posten mit einem reinen Fahreindruck zum Commuter, wie es hier steht, in der 7.0 Variante. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt weiter dabei.